1998 kam die erste Hasselblad X-Pan 1 auf den Markt, im selben Jahr also, als der erste FC Kaiserslautern Meister wurde. Das waren noch Zeiten. Die Hasselblad X-Pan wurde in Zusammenarbeit mit Fuji entwickelt und auch Fuji brachte im selben Jahr eine Panoramakamera auf den Markt namens TX1. Beide Kameras waren damals schon sehr teuer und sind es heute noch. Für eine gute gebrauchte muss man mindestens 3.000 € auf den Tisch legen. Beide Kameras wurden mit 35 mm Film geladen, nutzten aber nicht das übliche Format von 24 x 36 mm, sondern waren in der Lage, fast die doppelte Breite zu belichten, also 24 auf 65 mm. Ein Format, was mich schon immer begeistert hat, mir aber kameratechnisch immer zu teuer war. 2023 war es dann soweit, ich wollte mir immer noch keine X-Pan leisten, aber das X-Pan-Format musste unbedingt her. Und da war sie, formschön, makellos, mit abgeklebtem Display, meine Fuji X-T5 Pan. Okay, kommen wir wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. In Bildbearbeitungsprogrammen wie Lightroom oder Capture One kann man nachträglich ohne Probleme das Bildformat auf 65:24 stellen, worauf wir später aber nochmals kommen. Schön wäre es aber, man könnte dieses Format auch schon bei der Aufnahme sehen, also durch den elektronischen Sucher oder auf dem Display. Im Gegensatz zu den GFX-Modellen kann man bei den XT-Modellen das Bildformat nicht auf 65:24 stellen, was eigentlich schade ist und sicherlich durch ein Firmware-Update behoben werden könnte. Um das Problem zu lösen, so dass man den Ausschnitt zumindest auf dem Display sehen kann, habe ich mir aus schwarzer Pappe diese Maske gebastelt. Sieht nicht besonders gut aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Da man ja ein größeres Bild aufnimmt, kann man so die Komposition auf dem Display besser bestimmen, was das Ganze bei der Aufnahme leichter macht. Die Maske für das Display ist relativ schnell erstellt. Als allererstes nimmt man die äußeren Bildmaße des Kameradisplays und im Schreibwarenladen eures Vertrauens könnt ihr sicherlich einen Bogen Tonpapier kaufen. Aus dem Bogen Tonpapier schneidet ihr dann ein Rechteck aus, das den äußeren Maßen eures Displays entspricht. Für das Sichtfeld im Verhältnis 65:24 muss man jetzt nur noch das innere Rechteck ausschneiden. Dazu misst man am Display die sichtbare Fläche in der Breite und teilt diese durch 2,7. Das Ergebnis ergibt dann die Höhe des Sichtfeldes. Mit der sichtbaren Fläche meine ich natürlich die angezeigte Bildbreite ohne die schwarzen Balken links und rechts. Anschließend muss man nur noch das Sichtfeld aufzeichnen und ausschneiden. Bei der X-T5 gibt es dann auf der linken Seite einen breiteren schwarzen Balken als auf der rechten Seite. Fixiert wird das Ganze mit Tesa, sodass ich es jederzeit auch wieder abnehmen kann. Und wer jetzt keine Lust hat, sich eine Pappe zu basteln, der kann sich natürlich auch an den Gitterlinien orientieren und den Rest mit dem geistigen Auge ausblenden. Nach all dem Kompositionsaufwand kommen wir jetzt noch zur Bildbearbeitung, denn wir haben ja immer noch kein Bild im Seitenverhältnis 65:24 bzw. 1:2,7. Aber auch das ist relativ einfach, denn in Lightroom kann man durch das Freistellen-Werkzeug auch ein Seitenverhältnis definieren. Und durch Drücken der Taste L kann der Hintergrund ausgeblendet werden. Das Gitternetz kann ebenfalls durch Drücken der Taste H ausgeblendet werden. So kann man die Komposition noch etwas besser sehen, eventuell noch etwas zurechtdrücken oder gerade ausrichten. Das Drücken der Return-Taste oder ein Klick auf das Freistellungswerkzeug bringt uns dann das finale Ergebnis. Das Bild mit dem Seitenverhältnis 65:24 bzw. 1:2,7 ist nun fertig. Die Freistellungsmaske im Verhältnis 1:2,7 kann aber natürlich auch auf bestehende Bilder angewendet werden. Durch Verschieben nach oben oder unten lässt sich relativ einfach ein neuer Bildausschnitt erzeugen. Durch das Verschieben des Bildausschnitts kann man beispielsweise aus einem Bild 3 machen oder eine komplett andere Bildwirkung erzeugen.
Ich persönlich nutze das recht häufig für Wandbilder oder auch für Fotobücher. Kommen wir als letztes noch zu den Motiven. Ich persönlich nutze diese meisterlich gefertigte Schablone schon das ganze Jahr über. Egal wo wir unterwegs waren, sie kam immer mal wieder zum Einsatz. Weshalb das Ganze für mich auch ein Jahres- oder vielleicht auch 2-Jahres-Projekt ist. Kompositionstechnisch kann man sie sowohl für Landschaft als auch für Street einsetzen. Auf Reisen oder auch für Familienschnappschüsse. Und dabei ist es ganz egal, ob es in Farbe oder in Schwarz-Weiß ist. Je nach Motiv nutze ich diese Schablone am liebsten mit dem 23er oder dem 33er bzw. 35er. Und nicht zu vergessen die 18 mm Brennweite. Je weitwinkliger, desto besser. So Dille, und damit wären wir mit der Bastelstunde für heute auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, die Tonpapier-Exkursion hat euch gefallen. Die Maße für die XT5-Schablone findet ihr in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt. Zum Abschluss gibt's noch ein paar Bilder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.